Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlaut-Video. Wie schon in der Podcast-Folge 221 angekündigt, mache ich ein Tofu-Video. Ich gebe keine Garantie darauf, dass es gelingt, aber ich habe schon auch selber sehr viel probiert mit Tofu und so und habe auch etliche Misserfolge eingefahren. Aber mittlerweile habe ich so einen Arbeitsablauf, der fast immer gelingt. Also ich würde sagen 99,9, vielleicht einmal im Jahr nicht. Und wir machen relativ viel Tofu. Und jetzt erkläre ich mal, wie das im Einzelnen geht. Bevor wir mit dem Tofu-Abenteuer loslegen können, müssen wir die Bohnen vorher einweichen. Das dauert ungefähr 12 Stunden. Das heißt, am besten ist, man bereitet das am Abend vor, sodass man am nächsten Tag den Tofu machen kann. Ich habe hier auf dem Markt verschiedene Bohnen gekauft. Es gibt die aber auch im Supermarkt. Und da würde ich aber dazu raten, wirklich bessere Qualität zu holen. Also in diesem Falle aus dem Bioladen. Auf dem Markt weiß ich immer nicht so genau, wie bio das wirklich ist. Aber ja, man hat ein besseres Gefühl, wenn man das von den Bauern kauft. Egal. Wichtig ist das Verhältnis zwischen Bohnen und Wasser. Das heißt 200 Gramm Bohnen und darauf dann ungefähr 1700 Milliliter Wasser. Man kann die Bohnen waschen vorher, wenn man das will. Man kann auch das Wasser zwischendurch wechseln. Dann ist es natürlich wichtig, dass man die gleiche Menge Flüssigkeit wieder hat. So, das zur Vorbereitung. Wir lassen die Bohnen jetzt abgedeckt ungefähr 12 Stunden stehen. Der nächste Schritt ist, die kalten Bohnen, also die dürfen noch nicht gekocht sein, zu zerkleinern. Das kann man mit einem Pürierstab oder mit einem Mixer machen. Ich mache das jetzt hier mit einem Pürierstab, weil das ein bisschen einfacher ist, aber wenn man einen kräftigen Mixer hat, geht es schneller und ist vielleicht auch ein bisschen einfacher. So, der nächste Schritt ist, nachdem ich das gut durchgemahlen habe, ich filter die Rückstände heraus. Das heißt, ich gieße das einfach in irgendwelche Gefäße und verwende dazu ein Tuch als Filtertuch. Ich habe hier ein sehr feines Tuch genommen. Es gibt auch diese Tofu-Tücher, die extra dafür sind. Die sind etwas grobmaschiger, aber ich möchte das schon ein bisschen feiner haben hier. Deswegen verwende ich die mal. Dadurch dauert es aber auch ein ganz klein wenig länger, bis das hier so alles durch ist. So, das ist jetzt einigermaßen durchgelaufen, aber ich presse das dann nochmal aus. Wie gesagt, ich habe hier sehr feine Tücher genommen. Wenn die etwas grober sind, dann ist das tatsächlich ein bisschen einfacher, aber ja. Das ist, wenn man es richtig betreibt, auch gleich noch ein bisschen Workout hier. Okay, und dieses Zeug hier, also die Rückstände der Bohnen, das ist wie gesagt auch so eine Sache, je nachdem wie gut man das mahlt, beziehungsweise wie gut der Mixer ist oder der Pürierstab, mal weniger, mal mehr. Bei mir ist es relativ viel, auch weil ich so eine feinen Tücher verwendet habe. Und dieses Zeug ist ziemlich cool, denn daraus kann man fantastische Buletten machen. Und das machen wir im Anschluss auch nochmal. Man glaubt gar nicht, wie gut die tatsächlich schmecken. Und das sind, wenn man will, kann man die auch rein vegan machen. Das heißt also kein Fleisch oder irgendwas zusetzen. Das ist wirklich eine coole Sache. Und nicht wegschmeißen. Ich habe wirklich schon Videos gesehen, wo Leute das wegschmeißen. Also unvorstellbar. Wir heben das mal auf. Wie gesagt, nachher gibt es die Bulette dazu. So, diese noch rohe Sojamilch gieße ich jetzt zusammen mit dem, was ich ausgepresst habe. Und werde das dann erhitzen. Ich habe das jetzt hier auf höchste Stufe gestellt. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also diese Sojamilch, die kocht sehr gerne sehr schnell über. Also am besten ist, man ist dabei, lässt das nicht irgendwie unbeaufsichtigt stehen und rührt einfach ein bisschen um. Der nächste Schritt ist eigentlich der
Entscheidende. Und da werde ich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das heißt, ich koche das jetzt und dann lasse ich diese Sojamilch gerinnen. Und dafür gibt es unterschiedlichste Gerinnungsmittel. Wie gesagt, da gehe ich noch mal einzeln drauf ein. Jetzt hier für dieses Video habe ich ein ganz einfaches genommen, das nennt sich Lacton oder GDL. Damit wird das meistens bezeichnet. Es gibt aber auch noch Magnesiumchlorid oder Calciumsulfid. Magnesiumchlorid ist das, was man in Japan verwendet. Wenn man es mal runterbricht, es ist eigentlich Meerwasser. Also wer jetzt irgendwo an der Nordsee wohnt, der kann sich auch eine Kelle schnappen, hinter den Deich gehen und bei Flut und dann ein bisschen Meerwasser holen. Das geht auch. Wer an der Ostsee wohnt, hat Pech, da ist nicht genug Salz drin. Also das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist Calciumsulfid oder Gips. Also das geht genauso gut, Gipskristalle. Und das ist das, was man in China häufig verwendet. Weiter südlich, also in Thailand, Vietnam, Indonesien und so, verwendet man eigentlich so die Säuren, die man so findet in Früchten. Also zum Beispiel Passionsfrucht oder Zitrone oder irgendwas anderes. Das kommt dem GDL schon sehr nah. Das Problem bei diesen Sachen ist, und da habe ich auch so meine größten Misserfolge gehabt, dass das nicht so hundertprozentig zuverlässig ist. Also es gerinnt meistens schon, aber es ist entweder zu sauer oder die Flocken sind nicht so richtig. Dieses GDL hier, was ich jetzt hier verwende, also das Lacton, das wird so eine Art Pudding erzeugen. Man lässt es dann, je nachdem, wie einem so ist, mindestens 3 Minuten köcheln. So, das Lacton, das ich hier in so einer abgepackten Menge habe, wie gesagt, dazu später mehr, gebe ich in einen Reiskocher und lasse es da drin so, wie es ist. Also nichts auflösen, nichts umrühren, irgendwas, sondern einfach nur da rein. Und dann warten wir mal, bis sich das hier so einigermaßen aufgekocht hat. Wie gesagt, das ist wirklich immer so ein interessantes Spiel. Ich weiß auch nicht genau, wie das zusammenhängt. Manchmal kocht es über, manchmal nicht. Manchmal entwickelt sich viel Schaum, manchmal nicht. Keine Ahnung, ob das was mit dem Zustand des Topfes oder mit dem Reinigungszustand des Topfes zu tun hat. Ich weiß es nicht. Also man muss hier so ein bisschen gucken, dass einem das ganze Zeug hier nicht überkocht. Und wenn es köchelt, dann hat es so ungefähr 100 Grad und nach dem Ausschalten geht die Temperatur natürlich schnell runter oder relativ schnell runter. Und man sagt so bei 95 Grad, also je nachdem, ob man jetzt ein extra Thermometer hat oder ob man das ablesen kann an seinem Handy, bei 95 Grad kippt man das dann nach der Kochzeit in den Reiskocher. Und den stellt man vorher auf Warmhaltefunktion. Das heißt, diese 95 Grad, also ich glaube, das hier ist jetzt soweit in Ordnung, das schalten wir mal aus. So, also den haben wir ausgeschaltet und wenn der auf 95 Grad ist, dann kippen wir das hier in den Reiskocher rein. Und zwar aus einer gewissen Höhe, damit sich das auch gut vermischt. So. Machen den Reiskocher zu und lassen den jetzt mal 20 Minuten in Ruhe. Jetzt bildet sich dieser Pudding dort. So, die halbe Stunde ist ungefähr rum, also 25, 27 Minuten sind es jetzt genau. Und wir können jetzt anfangen, den Pudding hier wieder in diese Filtertücher zu löffeln. Man kann sich diesen Schritt sparen im Prinzip, wenn man so eine Presse hat, wie ich sie auch habe, aber ich mache das jetzt trotzdem mal so, wie man das macht, wenn man keine Presse hat. Und fülle das jetzt hier in diese Tücher und presse das noch ein bisschen aus. Also wenn man sich das jetzt anguckt, dann sieht man, das ist wirklich so puddingartig. Und tatsächlich, Kinder mögen das ganz gerne so mit, ja, mit roten Bohnen, mit süßen Bohnen, als so eine Art Süßspeise, wie auch immer. Ich mag das nicht so sehr, aber manche Leute mögen das. Es gibt auch hier diesen weichen Pudding, vor allen Dingen in der Miso-Suppe oder sowas. Also da ist das eigentlich auch recht verbreitet. Aber ich möchte den festen Tofu hier machen, heute. Aber nur das mal als Hinweis, man kann den auch in verschiedenen Konsistenzen nachher nutzen. Die Warmhaltefunktion mache ich mal aus.
und dann schaufeln wir das hier. So, also das Wasser läuft jetzt hier raus und zu diesem Wasser wäre vielleicht noch zu sagen, auch das schmeißt man nicht weg. Das kann man nämlich als Getränk verwenden und das ist gar nicht so schlecht. Das gibt es hier sogar zu kaufen als fertiges Getränk im Supermarkt. Meistens dann noch versetzt mit so ein bisschen Goji-Beerensaft oder verschiedenen anderen Säften, die es hier so gibt. Oder eben süße Bohnen natürlich auch wieder. Aber auf jeden Fall nicht wegschmeißen, das ist ein Getränk. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber mal probieren. Und dann kann man das immer noch entscheiden, aber nicht von vornherein irgendwie wegschütten. So, wenn hier so eine gewisse Menge Wasser raus ist, dann machen wir das in eine Presse. Ich habe früher als Presse bzw. als Filter für den nachher fertigen Tofu so einen Reiskochereinsatz, so einen Dämpfeinsatz genommen, also sowas hier. Und dann einen Teller raufgelegt und den Teller dann nochmal beschwert mit irgendwas. Das funktioniert ganz gut. Aber es gibt auch so halbwegs professionelle Pressen, beziehungsweise solche Pressen eben, die das Leben einfacher machen. Und da zeige ich mal eine hier. Und zwar ist das so eine fertige Holzpresse. Ich werde das mal verlinken in der Beschreibung. Das ist sagenhaft günstig und vor allen Dingen der Lieferumfang ist wirklich beeindruckend. Also es wird geliefert mit so einem Tuch. Das ist ein Sack eigentlich. Also dieser Sack, das machen wir auch gleich, wird dann in die Presse gemacht und dann kann man das da im Prinzip drin so ja, auffangen und auspressen. Dann ja, ist das so eine Tragetasche, die noch mitsenden. Übrigens ist es keine Werbung, diese Firma. Ich weiß nicht mal, wie die auf europäisch, wie die auf Deutsch heißt oder so, keine Ahnung. Aber das finde ich auch lustig. Also so ein Jutesack noch. Dann Magnesiumchlorid. Also das reicht hier für mehrere Kilo auf jeden Fall. Das ist echt viel. Und dann nochmal so ein Sack, wenn man das irgendwie anderweitig auspressen oder filtern möchte, so wie ich das vorhin gezeigt habe, wo ich das Okara im Prinzip nochmal rausgeholt habe. Das ist alles in diesem Lieferumfang drin. Das finde ich wirklich beeindruckend. Wir füllen dann das, was hier drin ist, da rein und pressen das so auf die Festigkeit aus, wie wir es nachher am Ende ungefähr haben wollen. So sieht das jetzt in der Presse aus, nachdem ich da noch ein bisschen Wasser rausgepresst habe. Und dann machen wir das einfach zu und pressen das entsprechend aus. Ich presse das normalerweise so 30 Minuten ungefähr aus. Das reicht meistens. Wenn man das noch fester haben will, dann macht man es eben noch fester, also dreht noch ein bisschen auf hier. Aber man sollte auch daran denken, wenn man das jetzt weiterverarbeitet. Denn was wir jetzt hier gemacht haben, ist eigentlich nur der Rohtofu. Und je nachdem, welche Weiterverarbeitung man wählt, zum Beispiel braten oder grillen, wird es noch ein bisschen fester. Also da fängt dann die Probiererei an und das kann ich hier auch beim besten Willen nicht mehr sagen, wie man das dann macht, so dass es einem am besten gefällt. Da muss man einfach ein bisschen experimentieren. Bei mir ist es so, meistens räuchere ich das noch und zwar auch in diesem Topf hier. Das ist von Zwilling, glaube ich, oder so. Das ist so ein Topf, der hat auch einen Räuchereinsatz und es ist relativ einfach damit, schnell was zu räuchern. Ich räuchere den nicht sehr lange, meistens höchstens 30 Minuten oder so, dass der nur so einen Rauchgeschmack bekommt. Also nicht so komplett durchgeräuchert ist und außen ja so einen Hauch Rauch drauf hat. Und dann, je nachdem, wird er gegrillt oder mariniert oder eingelegt in Öl oder wir haben ihn auch schon mal fermentiert. Das hat nicht so ganz geklappt, beziehungsweise hat schon geklappt, aber hat mir nicht geschmeckt. Also von hier ab gibt es jetzt unendlich viele Möglichkeiten. Man kann auch den Rohtofu einfach so lassen und dann später zum Beispiel irgendwo mit unterrühren in den Eintopf, in die Miso-Suppe, wie gesagt, da gehört er ja mit rein. Oder andere verschiedene Gerichte, wo das nicht verkehrt ist. Und es ist letztendlich ja auch nichts anderes als Proteine. Also wenn man auf Fleisch verzichten möchte oder beziehungsweise seinen Speiseplan mit anderen Proteinen ein bisschen anreichern möchte, dann kann man auch den Rohtofu nehmen. Den muss man nicht unbedingt als vollwertige Nahrung jetzt weiterverarbeiten. Da reicht dieser Rohtofu auf jeden Fall voll aus. Jetzt, wie versprochen, nochmal die Mengenangaben des Gerinnungsmittels.
Wir haben 4 Möglichkeiten, also es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber 4 Möglichkeiten, die ich verwende. Das ist das, was ich sagte, was man weiter südlich macht, eben natürliche Gerinnungsmittel, also Zitrone und Passionsfrucht. Und das ist auch so ziemlich genau die Menge, die ich nehme für 200 Gramm Bohnen. Also eine mittelgroße Zitrone und eine Passionsfrucht. Zweite ist GDL, das ist also eher sauer, also Lacton. Und das sind 3 Gramm, die für 200 Gramm völlig ausreichend sind. Das zweite ist die sogenannte japanische Methode, also Meersalz, Magnesiumchlorid, braucht man ungefähr 4 bis 5 Gramm. Das Magnesiumchlorid, das braucht nicht aufgelöst werden, das kann man einfach in den köchelnden Topf reinschütten und dann ordentlich umrühren und dann gerinnt das von alleine. Die dritte Variante ist Calciumsulfat, die sogenannte chinesische Methode. Da wird das Zeug aber vorher aufgelöst in warmem Wasser und dann zugefügt. Auch das natürliche Gerinnungsmittel gebe ich eigentlich zu, wenn es köchelt, beziehungsweise wenn es gerade ausgestellt ist. Also so wie ich das vorhin auch mit dem Lacton gemacht habe, auf 95 Grad und dann reinkippen in das entsprechende Gefäß, wo das Lacton schon drin ist. Das ist alles. Die Mengen sind wichtig. Also das alles bezieht sich jetzt auf 200 Gramm Bohnen und 1600 Milliliter Wasser. So, und damit sind wir fertig. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, was da alles so entsteht. Also wir haben 700 Milliliter Getränk. Soll sehr gesund sein. Ich kann das nicht sagen, ob das wirklich stimmt, aber also hier ist das im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Gibt es, wie gesagt, auch fertig zu kaufen, aber kann man sicher auch selber machen. Das Okara, da werden wir gleich Buletten draus machen und das werde ich in diesem Video auch noch anfügen. Also nicht, wie ich die Buletten mache, das weiß, glaube ich, jeder, sondern nur die Zutaten und dann, ja, zeige ich, wie das aussieht. Und der Tofu selbst, ja, der hat, wie gesagt, jetzt nur 30 Minuten getrocknet. Ich kann ihn mal aufschneiden und dann sieht man auch, wie die Textur innen ist, falls man das sehen kann. Ich kann auch noch mal mit der anderen Kamera rangehen. Der ist sogar noch warm. Also da sieht man mal, wie einfach das eigentlich ist. Und was ich jetzt schon zweimal gesagt habe, entscheidend sind wirklich nur die Mengen. Also 1700 Milliliter Wasser, 200 Gramm Bohnen und die entsprechend angegebenen Mengen Gerinnungsmittel. Dann wird das auch was. Ja, die Bohnen sind manchmal anders und die Temperaturen sind unter Umständen ein bisschen anders, aber es wird gelingen. Und wenn nicht, dann... Ja, ihr wisst ja, wo ihr euch beschweren könnt, hier unten in den Kommentaren. Die Zutaten zu den Buletten sind super simpel. Und das ist jetzt hier wirklich nur die rein vegane Variante. Also wer will, kann da auch Ei oder Fleisch oder was auch immer ranmachen. Aber zu dieser Menge aus den 200 Gramm Sojabohnen, die wir gewonnen haben, kommen noch dazu Chilipulver. Das ist das, was man hier für das Kimchi machen verwendet. Majoran natürlich, Thymian, Chiasamen, Salz, Muskatnuss, Knoblauch, Flohsamenschalen, ebenfalls als Bindemittel anstatt der Eier. Wenn man will, kann man auch noch ein bisschen Stärke hinzugeben. Ist aber eigentlich nicht notwendig, weil das klebt auch schon so von ganz allein. Ein bisschen Öl und eine ganze Zwiebel mache ich daran. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach der Majoran. Und damit die Farbe so richtig schön ist, Tomatenmark. Und das alles verrühren und das Ganze dann in den Grill. 180 Grad ungefähr, 20 bis 30 Minuten, je nach Größe der Buletten natürlich. Und dann ist das fertig. Und das gucken wir uns gleich mal an. So Leute, und das war's mit dem Tofu heute. Also ich habe jetzt hier eine leicht geräucherte Variante, die dann nochmal gegrillt wurde mit ein bisschen Paprika. Und ich mache mir immer ganz gerne noch so eine Sojasauce mit Wasabi und Essig, eigentlich für Fisch. Aber das passt, finde ich jedenfalls, überall zu. Ja. Und es ist wirklich oberlecker, wie ein bekannter YouTube-Koch sagt. Also es ist wirklich fantastisch. Also bevor ihr das nächste Mal irgendwie so einen komischen Proteinshake kauft mit fürchterlich viel Kohlenhydraten drin oder so, 200 Gramm Sojabohnen, das ist es, mehr nicht. Und auch die Buletten sind kein Abfall hier, sondern einfach wirklich eine komplette Mahlzeit. Es ist wirklich... Oh, ich weiß nicht. Kennt ihr das, wenn man beim Essen Hunger bekommt? Sorry fürs Schmatzen, aber das muss jetzt mal sein.
Macht das nach und ihr werdet erleuchtet. Was noch fehlt, ich habe hier ein bisschen Blaubeersaft dran gemacht. Also Blaubeeren püriert und dann hier mit reingekippt. Und das ist das Getränk dazu. Wie gesagt, hier bleibt echt nichts übrig. Prost. Und frohes neues Jahr, wollte ich auch noch sagen. Cheers. Sojabier, alkoholfrei mehr oder weniger. Tofu, Tofu-Buletten. Es ist alles da. Merk schon, ich habe zu wenig gemacht. Da sind ja noch 2 Mäuler, die was über abhaben wollen. Vielleicht ein bisschen viel Wasabi. Egal, am Ende ist es wieder gut. Ich frage mich echt, wie viel Steaks gemessen in Protein entsprechen 200 Gramm Tofu. Kann man eigentlich mal nachschlagen. Kein Mensch muss Fleisch essen. Echt nicht. Jetzt ist wirklich Schluss hier.